Ayubowan! Danke fürs Dasein. Heute zeigen wir euch, wie wir wieder ein köstliches sri-lankisches Gericht zubereiten werden. Einige Follower von uns haben gefragt, wie wir unser Pulus Curry zubereiten. Pulus ist die junge grüne Jachtfrucht. Diese junge grüne Jachtfrucht kann man sehr köstlich vorbereiten. Dies isst man halt mit Reis oder auch gerne mit Brot. Für die Zubereitung haben wir heute 2 Dosen von junge grüne Jachtfrucht genommen. Gerne könnt ihr aber auch eine frische junge Jachtfrucht nehmen. Macht euch überhaupt keine Gedanken wegen dem Geschmack, egal ob ihr frische oder Dosen junge grüne Jachtfrucht nehmt. Das wird super lecker schmecken, ihr werdet überhaupt keinen Unterschied da merken. Falls ihr eine frische junge grüne Jachtfrucht nehmt, dann am besten die in ungefähr 2,5 cm dicke Würfel schneiden. Und wichtig ist natürlich, dass Sie die Würfel von der oberen Seite, wie Sie jetzt gerade in dem Video sehen, ein bisschen tief schneiden. Dann werden die guten Aromen und der gute Geschmack von der Würfel gut aufgenommen. Diesen Schritt überspringen wir heute, weil unsere Würfel aus der Dose nicht so dick sind. Als nächstes für die Zubereitung brauchen wir 3 Esslöffel Kokosnuss, einen halben Teelöffel Kurkuma, 2 Esslöffel Reis, 2 Teelöffel Chilipulver, 1,5 Teelöffel Currypulver, eine halbe Handvoll von Curryblätter, 2 Teelöffel Pfefferkörner, 1 Teelöffel braune Senfkörner, 6 Zimtstücke, 4 grüne Chilis, 4 Knoblauchzehe, 7 Stück von Kardamons, 7 Nelken, ein Pandanblatt in 4 Teile geschnitten, 2 kleine Garcinia-Stücke, eine große Zwiebel klein geschnitten, eine große Tomate klein geschnitten, jeweils einen halben Löffel Kreuzkümmel und Fenchel, 2,5 Teelöffel Salz, das könnt ihr aber nach Geschmack ändern, und als letztes 350 ml Kokosmilch. Bevor wir mit dem Kochen anfangen, haben wir noch einiges zu vorbereiten. Als erstes braten wir unser Reis in einer Pfanne, bis es schön goldfarbig wird, und dann geben wir es in eine separate Schüssel. Als nächstes braten wir unser Kokos, bis er ebenfalls eine gute, schöne goldene Farbe hat, und dann geben wir das in dieselbe Schüssel, wo unser Reis ist, hinzu. Danach können unsere Nelken, Zimt und Kardamom zusammen in der Pfanne gebraten werden, und wenn die fertig sind, das Ganze auch in die Schüssel rein. Jetzt sind unsere Curryblätter dran, die auch schön anbraten, bis die goldbraunfarbig sind, und auch in die Schüssel hinzugeben. Dann nehmen wir unsere Pfefferkörner, die können wir ca. 20 Sekunden in der Pfanne braten, das wird ausreichen, und dann geben wir es auch in die Schüssel hinein. So, jetzt nehmen wir unser Chilipulver und braten das auch. Nach einer Weile sieht man, wie sich die Farbe ändert, das heißt, das ist ganz gut gebraten. Dann nehmen wir eine separate Schüssel und geben es da hinein.
Nun nehmen wir unser Currypulver und braten es auch an. Da sieht man nach einer Weile, wie sich die Farbe ebenfalls ändert. Wird ein bisschen dunkler, das heißt, es ist dann genug. Dies geben wir dann in die gebratene Chili-Pulverschale hinzu. Als nächstes zermahlen wir unsere gebratene Mischung aus Kokos, Reis, Pfefferkörner etc. So sieht es dann gut gemahlen aus, schön alles klein und fein. Sobald wir mit dem fertig sind, können wir anfangen zu kochen. Los geht's, Herd an, in die mittlere Stufe und dann Öl zugeben. Wir benutzen hier Olivenöl, ca. 4 Esslöffel. Gerne könnt ihr auch andere Speiseöle hierzu benutzen. Bis unser Öl in der Pfanne sich erhitzt, geben wir unser Knoblauch in den Stößel und hacken es gut klein. Unser Öl hat jetzt eine gute Temperatur, also geben wir unser Knoblauch dazu und braten das Ganze schön an, bis es eine schöne goldene Farbe bekommt. Unser Knoblauch ist jetzt gut goldfarbig angebraten. Jetzt können wir unser Pandanblatt dazugeben. Danach geben wir unsere Zwiebeln hinzu und lassen es gut anschwitzen, bevor wir unsere nächste Zutat dazu geben. Jetzt geben wir unsere Tomaten dazu. Und dann gleich auch die Senfkörner. Das Ganze etwas mischen und dann unsere nächste Zutat, die Kreuzkümmel und Fenchel hinzugeben. Dann geben wir unsere Kurkuma dazu. Das gibt dann uns eine schöne Farbe zum Gericht. Dann unser Salz gleich dazugeben. Hier könnt ihr weniger salzen und später immer noch nachsalzen. Dann geben wir unsere grüne Chili hinzu. Wer es nicht so scharf haben möchte, kann das auch natürlich weglassen. Wir haben ja eh schon Chili-Pulver und Pfefferkörner. Das bringt danach noch eine extra Schärfe dazu. Also man kann es auch weglassen, wenn man es nicht so scharf mag. Jetzt im Anschluss geben wir noch unsere gemahlene Mischung mit Reis, Kokos und Pfefferkörner etc. dazu. Mischen das alles gut durch. Und dann unsere andere Mischung mit dem Currypulver und Chili-Pulver geben wir auch hier gleich zu und mischen das Ganze gut zusammen. Wenn dann alles gut gemischt ist, geben wir unser junge grüne Jachtfrucht dazu. Jetzt gut alles durchmischen. Hier noch ein Hinweis für diejenigen, die halt Dosenjachtfrucht benutzen. Die Dosenjachtfruchtstücke sind ja vorgekocht, daher sehr leicht zerbrechlich. Also beim Mischen darauf achten, dass ihr es sehr vorsichtig mischt, damit es nicht in kleine Stücke zerbricht. Sobald alles gut gemischt ist, können wir unser Kokosmilch hier hinzugeben. Hier noch einen kleinen Hinweis für diejenigen, die halt frische, junge, grüne Jachtfrucht benutzt, um dieses Gericht zuzubereiten.
Die Jackfruchtstücke müssen gut weich werden, daher werdet ihr mehr Flüssigkeit benötigen, um das weich zu kochen. Deswegen empfehle ich euch mehr Kokosmilch oder mehr Wasser hinzugeben. Jetzt geben wir unsere letzte Zutat, die getrocknete Garcinia, hinzu, drehen unsere Hitzestufe von Medium zu niedrig, Deckel zu und lassen es 30 Minuten schmoren. Die ersten 15 Minuten sind schon um, so sieht schon alles sehr lecker aus. Jetzt einmal gut vorsichtig umrühren und wieder 15 Minuten kochen lassen. So, 30 Minuten um, sieht es nicht lecker aus. Jetzt nochmal vorsichtig alles umrühren und dann in mittlerer Hitze 10 Minuten ohne den Deckel drauf zu tun, bisschen kochen lassen, damit die Soße bisschen weniger wird und dadurch so ähnlich wie eine Bratsoße was übrig bleibt. Das bringt dann mehr Geschmack zu unserem Gericht. So, die 10 Minuten sind jetzt auch um. Ihr seht, wie lecker und schön das aussieht. Die ganzen Gewürze haben sich vermischt. Auch die Würfel haben alles aufgenommen. Sieht sehr, sehr lecker aus. Jetzt könnt ihr euer Herd ausschalten, aber den Topf einfach im Herd so ein bisschen lassen, damit das Ganze noch warm bleibt. Und ihr könnt es dann genießen. Sieht das nicht lecker aus? Das ist unser köstliches sri-lankisches junge grüne Jackfrucht-Curry. Probiert's mal selber aus und sagt uns, wie es war. Hat euch dieses Video gefallen? Dann vergisst nicht, auf das Gefällt mir-Button zu klicken und uns zu abonnieren. Auf eure Kommentare würden wir auch sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen.